Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem hübschen Muster. Für dieses Muster benötigt ihr eine Basisreihe für euer Projekt, durchgezählt teilbar durch 6. Und wenn ihr das dann habt, dann kommen wir zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen. Danach machen wir einen Umschlag und gehen in die erste Masche hinein und häkeln dort 2 zusätzliche Stäbchen hinein, sodass wir am Anfang optisch 3 Stäbchen haben. Anfänger können sich nun in der zweiten Masche von unten angezählt den Marker setzen, um zu wissen, dass ihr dort auf der Rückreihe dann einstechen müsst für die letzte Masche. Als nächstes machen wir einen Umschlag und nehmen uns die nächsten 5 Maschen und stechen dort immer ein und häkeln ein halbes Stäbchen ab. Faden holen durch 2 Schlaufen. Umschlag, zweite Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen. Umschlag, dritte Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen. Umschlag, vierte Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen und Umschlag, fünfte und letzte Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen abhäkeln. Dann haben wir 5 halb abgehäkelte Stäbchen und 6 Schlaufen auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab und haben somit 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Danach darauf achten, welche Masche belegt ist, Umschlag und gehen in die nächste freie Masche hinein und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. Dabei darauf achten, dass ihr die erste Masche hier nicht so groß zieht. Und häkelt dann in diese eine Masche 5 Stäbchen. Und dann sieht das schon mal so aus. Als nächstes kommen wieder 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dazu wieder Umschlag in die nächste Masche, Faden holen, 2 Schlaufen abmaschen. Umschlag, zweite Masche, Faden holen, 2 Schlaufen abmaschen. Umschlag, dritte Masche, Faden holen, 2 Schlaufen abmaschen. Umschlag, vierte Masche, Faden holen, 2 Schlaufen und Umschlag, fünfte und letzte Masche, Faden holen, 2 Schlaufen abhäkeln. 5 halbe Stäbchen und 6 Schlaufen auf der Nadel und diese dann gemeinsam abmaschen. Dann wieder die nächste freie Masche nehmen, darauf achten, welche hier belegt ist, da sich das zur Seite wegzieht. Umschlag und das erste Stäbchen so abhäkeln, dass ihr die Masche nicht so groß zieht. Diese Masche sollte nicht so groß sein. Und in diese eine Masche 5 Stäbchen insgesamt häkeln. Und dann sieht es bereits so aus. Am Anfang hatten wir einen halben Fächer nach oben gehäkelt, danach kam ein Fächer nach unten, wieder ein Fächer nach oben, ein Fächer nach unten und ein Fächer nach oben. Als nächstes kommt wieder der Fächer nach unten, indem wir 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln. Umschlag erste Masche, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag zweite Masche, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag dritte Masche, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag vierte Masche, zur Hälfte abhäkeln und Umschlag fünfte und letzte Masche zur Hälfte abhäkeln. 6 Schlaufen auf der Nadel und diese wieder gemeinsam. Danach wieder der Fächer nach oben und dabei darauf achten, dass das erste Stäbchen schön eng abgehäkelt wird, dass sich diese Masche hier oben nicht zu weit auseinander zieht. Und in diese eine Masche wieder insgesamt 5 Stäbchen häkeln.
Und so geht jetzt die ganze Reihe, immer einen Fächer nach oben, einen Fächer nach unten. Der Fächer nach oben wird in einer Masche mit 5 Stäbchen hineingehäkelt und der Fächer nach unten wird mit 5 Maschen und 5 gemeinsam abgemaschten Stäbchen gehäkelt. Und so häkeln wir jetzt die restliche Reihe bis zum Ende durch. Immer einen Fächer nach oben und einen Fächer nach unten. Und am Ende der Reihe müsstet ihr noch so auskommen, dass ihr eine Masche übrig habt und in diese häkeln wir dann 3 Stäbchen hinein, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. So, und das war dann Reihe 1. Kommen wir zu Reihe 2. Reihe 2 ist recht einfach und besteht nur aus Stäbchen. Diese allerdings häkeln wir immer in der hinteren Schlaufe einer Masche. Hierbei ist wichtig, dass ihr nicht direkt hier in diese erste Masche einstecht, denn diese gehört zu den Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben somit über Steigeluftmaschen. Also gehen wir über das optische zweite Stäbchen und häkeln dort in die hintere Schlaufe einer Masche ein Stäbchen hinein. Also hier bleiben die Steigeluftmaschen über die Steigeluftmaschen. Wir gehen in das optische zweite Stäbchen und nehmen davon die hintere Schlaufe. Dann wieder Umschlag, nächste Masche, hintere Schlaufe einer Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Nächstes Stäbchen, die hintere Schlaufe der Masche. Und so häkeln wir die ganze Reihe, jede Masche ab, immer in der hinteren Schlaufe ein Stäbchen. Und dadurch bekommen wir so einen schönen Versatz, so ein kleines Treppchen. Und so nun die ganze Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe in das vorletzte Stäbchen noch in die hintere Schlaufe häkeln und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. So haben wir dann einen schönen geraden Abschluss. Und das war Reihe 2. Kommen wir zu Reihe 3. Reihe 3 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen. Und wir stechen in der Steigeluftmasche in diese Masche ein und häkeln 2 zusätzliche Stäbchen hinzu, sodass wir 3 Stäbchen haben. Anfänger können sich hier auch wieder in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt den Marker hineinsetzen, damit ihr wisst, wo ihr auf dem Rückweg dann einstechen müsst. Wir häkeln nun wie in Reihe 1, allerdings auch in die hintere Schlaufe jeder Masche. Da dies der halbe Fächer nach oben ist, brauchen wir nun den Fächer nach unten mit 5 gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Wir beginnen ab dem zweiten optischen Stäbchen in der hinteren Schlaufe mit einem Umschlag und häkeln ab dort 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen in die nächsten 5 Maschen hinein. Häkeln diese gemeinsam ab. Danach kommt der Fächer nach oben. Auch hier in das nächste Stäbchen in die hintere Schlaufe einstechen, dabei darauf achten, dass die erste Masche nicht zu groß gehäkelt wird
und unsere 5 Stäbchen in diese eine Masche häkeln. Dass diese sich etwas größer zieht, ist nicht so schlimm, das legt sich im Verlauf des Häkelns wieder. 2, 4, 5. So. Als nächstes wieder in die nächsten 5 Stäbchen 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln. Immer schön in die hintere Schlaufe einer Masche. Alle gemeinsam. Und danach wieder den Fächer nach oben, auch in der hinteren Schlaufe der Masche. Die erste Masche schön klein lassen und 4 zusätzliche Stäbchen, sodass wir hier auch wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen haben. Und indem wir so häkeln, haben wir auch hier wieder diesen schönen Vorsprung. Dieser entsteht dann sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt 3 Stäbchen in die letzte Masche häkeln. Und somit haben wir Anfang und Ende gleich und einen schönen geraden Abschluss. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt wie Reihe 2 mit 3 Steigeluftmaschen. Und auch hier wieder Steigeluftmaschen, bleiben über Steigeluftmaschen. Wir beginnen im zweiten Stäbchen in der hinteren Schlaufe der Masche und häkeln dort unser erstes Stäbchen hinein, so dass wir optisch 2 Stäbchen haben, Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen, zweites Stäbchen über zweites Stäbchen. Und ab hier wird die ganze Reihe wieder in der hinteren Schlaufe mit nur Stäbchen gehäkelt. Und am Ende der Reihe ins vorletzte Stäbchen in die hintere Schlaufe ein Stäbchen und in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt das letzte Stäbchen häkeln. Und somit haben wir auch wieder einen schönen geraden Abschluss. Und das war Reihe 4. Und dadurch, dass wir Reihe für Reihe immer in der hinteren Schlaufe einer Masche das Ganze abhäkeln, bekommen wir so eine wunderschöne 3D-Optik hin. Und ich finde, das Muster kann sich einfach nur sehen lassen. Viel Spaß damit!